großer Tag für St. Pauli und ein verdienter Sieg. Und hier Vorlage von Gierke. Das ist Osterhoff. Und was ist da passiert? Ein Foul anscheinend von Schnoor, der dazwischen gerufen hat, und Schiedsrichter Basedow gibt einen indirekten Freistoß. Gefährliche Situation und Tor. 4 Minuten nach der Führung des HSV steht es durch Osterhoff 1:1. Also, ich meine, ich habe ihn ja nachher später erst ein bisschen richtig kennengelernt. War ein sehr guter Spieler, gefährlicher Hund. Und wenn wir gegen ihn gespielt haben, mussten wir natürlich fix aufpassen, damit er uns keine Tore reinhaut. Aber er hat es ja leider doch getan. Ja, einmal gewonnen, 4:1 und einmal unentschieden, 2:2. Ja. In 5 Jahren. Ich hatte vor jedem Fußballer Respekt und auch ich hatte für jeden guten Fußballer noch mehr Respekt und habe mir das auch angeschaut, ob man daraus lernen kann. Also ich war nie zufrieden, also wenn man so will, habe ich auch immer mehr gewollt. Ne? Oder, aber ich glaube, das geht doch jedem so. Das war immer Rivalität, weil das bleibt ja nicht aus, wenn zwei Großvereine hier in Hamburg gegeneinander spielen, dann ist es eben Wettkampf und dementsprechend ernst auch. Ne? Die direkte Gegenspieler waren wir in dem Sinne ja nicht. Ja. Das war ja immer so früher. Heute sind sie ja vorne und hinten. Du musst den Posten links außen behalten, hieß es. Du musst links außen bleiben. Heute rennen sie ja zurück, sind damit Verteidiger. Also früher war das so. Ja. Wenn ich daran denke, du musst deine Außenposition behalten. Aber ich bin ja beim Verein, sagt man mir zum Beispiel, auch manchmal nach hinten gelaufen und hab gespielt. Hat er geschrieben, wenn sie schlecht gespielt haben, was spielt ihr hier heute für Mist? Uwe Seeler am Ball. Er war wirklich sein Eintrittsgeld wert. Er hat gut gespielt. Also in Erinnerung, erst war mein Vorbild. Ich habe ja am Dulsberg Fußball gespielt, beim DSC Stadtfeil. Und Uwe war ja etwas älter als ich und ich hatte da beide Tore zu schießen am Dulsberg. Und einmal haben wir sogar zusammen Silvester gefeiert. Das weiß er bloß nicht. Unser Vereinswert, Foggy hieß der war absoluter HSVer. Und im Bierbrunnen war der, das glaube ich gegenüber, ne? Bierbrunnen, ja. Bierbrunnen, ja. Aber das Jahr darauf bin ich dann zu St. Pauli gegangen. 58. Torwart Wunsdorf und nun in Zeitlupe gleich nach 90 Sekunden das erste Tor. Linkszhausen. Osterhoff schießt, Torwart Meier rutscht der Ball aus den Händen und Berges drückt ein zum 1:0. Wie viel ging rein bei euch da seinerzeit? Jetzt 20? 20, mehr. Ja, bei uns auch ungefähr Anfang 23, 24.000. Ausverkauftes Haus. Ja, was? Das war manchmal so voll, wenn die Eingänge oberhalb der Tribüne, von hinten konnte man rübergehen, die dann nachschoben, das ging wie so eine Lawine nach unten. Da waren diese Zwischengitter noch nicht da, also drückte der eine den anderen nach unten. Ja. Wenn wir aufs Spielfeld gingen, sind wir durch die Zuschauer gegangen. Wir waren nicht abgeriegelt. Die Zuschauer saßen am Spielfeld, am Roten Baum sowieso. Ja. Wenn du da mal am Tor vorbeigelaufen bist, warst du zwischen den Zuschauern. Ja. Torges. Das war ja immer so, wir hatten ein Torwart, 2 Verteidiger, 3 Läufer und 5 Stürmer. Ja. Das war ja früher so. Ja, genau. Oder sind sie ja hin und her, rennen sie ja. Ja, Ingo war ein guter Mann, ja. Guter Mann. Hat einmal auch national gespielt. Ja, Ingo war ein guter Mann. Dorfel war sehr aktionsfreudig. Ausnahmsweise kurft er nach innen. Meistens wählt er den Weg nach außen. Weiß ich nicht, ob ich die meisten Tore, aber ich habe viele mit Kopf gemacht. Ja. Kopfball war ganz gut. Durch die Flanke von Charlie Dörfel. Ja, Charlie. Aber Charlie hatte ja die gute Angewohnheit, als sein Bruder in die Mannschaft mitkam. Da hatte ja, sein Bruder hat er ja immer über uns weggeflankt. Als wir gefragt haben, Charlie, wofür ist das gut? Hat er gesagt, ich muss meinen Bruder doch unterstützen.